Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist meine kleine Tochter. Und wenn ihr auch so cool mit eurem Kind Mountainbike fahren wollt und Sport machen wollt, dann empfehle ich euch jetzt mal weiter zu gucken. Denn meine Tochter sitzt gerade auf dem Kids Ride Shotgun Sitz und den wollen wir euch heute einmal gemeinsam vorstellen. Aber weil das hier auf dem Fahrrad ein bisschen schwieriger ist, fragen wir doch mal Präsentations-Tillmann, ob er das machen kann. Tillmann? Tillmann? Tillmann! Ja klar. Was soll ich machen? Die Kinder sind jetzt gerade in einem schwierigen Alter. Bis vor kurzem ging es noch, dass man sie beide ganz entspannt in den Anhänger setzen konnte und dann schön eine Runde drehen konnte. Aber mittlerweile sind sie dafür ein bisschen zu groß, haben da nicht mehr so richtig Lust drauf und sie können aber auch noch nicht selber weite Strecken fahren. Und da ist man als sportliches Elternteil teilweise so ein bisschen in der Bredouille. Aber zum Glück gibt es dafür eine Lösung. Den Kids Ride Shotgun. Und wie das mit meiner Kleinen funktioniert, das sagt euch der Radfahrer Tillmann gleich nochmal. Das hier ist die teuerste Version der Kids Ride Shotgun Sitze. Es gibt noch eine günstigere Version, die wird direkt auf den Rahmen gebaut und kommt ohne diese Zwischenstrebe aus. Der Kids Ride Shotgun Pro Sitz zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht den Rahmen berührt des Fahrrads und ist daher besonders für empfindlichere Rahmen geeignet, auch für E-Mountainbikes zum Beispiel, weil man diese Fußstücke hier auch noch in der Breite verstellen kann. Also auch wenn man einen Akku im Unterrohr drin hat, dann bekommt man diese Fußleisten auf jeden Fall um den Akku herum. Er wird hier zwischen Steuersatz und Vorbau befestigt, hat dann diese Leiste, die in der Länge verstellbar ist, um möglichst viele verschiedene Räder unterbringen zu können oder um auf möglichst vielen verschiedenen Rädern aufgebaut werden zu können und ist dann hier auf der Rückseite mit einem Schnellspanner an der Sattelstütze befestigt. Hier lässt er sich dann in der Neigung verstellen und auch hier vorne ist das kein Problem, um an möglichst vielen Rädern Anwendung zu finden. Am Fahrrad muss man nur eine einzige Sache machen und das ist dieses Zwischenstück reinsetzen, das statt eines normalen Spacers eben zwischen den Steuersatz und den Vorbau gesetzt wird. Bauen wir das mit Ding mal an. Hier die Nut treffen. Das sitzt jetzt. Dann hier schließen und dann einfach diese Schraube festdrehen. Und auf der Rückseite stellen wir das einfach so ein, dass es eben genau ans Fahrrad passt und macht dann hier dicht. Und dann muss man nur noch den hier schließen. Und schon sitzt der Kids Ride Shotgun. Also das Einzige, was man machen muss am Anfang, ist das hier einmal umtauschen und mit diesem Kids Ride Shotgun Pro Sitz sind auch 2 dieser Spacer dabei, sodass man auch zwischen verschiedenen Rädern tauschen kann. Das ist ziemlich cool. Der Sattel lässt sich dann auch noch in der Neigung verstellen. Wenn man das hier einmal öffnet, auf der anderen Seite, dann kann man hier den Sattel in der Neigung verstellen und auch die Position der Fußleisten lässt sich verändern. Entweder nach hinten, entweder so ganz nach hinten, was irgendwie auch ungesund aussieht, oder aber nach vorne und der Sattel bleibt davon dann aber unberührt. Und auch in dieser Dimension lässt sich die Position des Sattels verstellen. Das ist allerdings dann hier mit 4 Imbusschrauben geregelt und das lässt sich nicht per Schnellspanner verstellen. Auf jeden Fall wirkt diese ganze Konstruktion sehr, sehr hochwertig. Das Einzige, was mir aufgefallen ist während der Fahrt, diese Schraube hier und die Konterschraube hier unten, die lösen sich ab und zu mal während der Fahrt und dann kommt es besonders im leeren Zustand zu unschönen Klappergeräuschen. Um kleine und große Kinder hier hinsetzen zu können, kann man dann auch noch hier die Länge dieser Strebe verändern. Also entweder besonders kurz für ganz kleine Kinder oder auch besonders lang für deutlich größere Kinder. Und Kids Ride Shotgun sagt, dass dieser Sitz für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren geeignet ist. Also die Sitzposition, die Verstellbarkeit, die ist schon mal sehr gut und die Kinder sitzen hier drauf wie auf einem normalen Fahrrad und haben ja auch einen richtigen normalen Sattel, der auch ganz gut gepolstert ist. Aber damit die Kinder nochmal so eine richtige Fahrposition bekommen und nicht so weit sich nach unten beugen müssen, gibt es auch noch hier die Pro Handlebars. Und das ist ein kleiner, schmaler Lenker. Hier oben könnt ihr sehen die normale Lenkerbreite im Vergleich zu den Pro Handlebars. Und auch der lässt sich ganz einfach hier mit einem Schnellspannmechanismus befestigen. Lässt sich dann auch in der Neigung verstellen. Je nachdem, ob das Kind ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer ist und wie es sitzen möchte. Und rastet dann hier satt und sicher ein. Also hat man sogar noch eine andere Lenkerposition als Fahrer oder Fahrerin. Und wenn man den abnehmen möchte,
dann gelingt das auch sehr schnell und das hinterlässt auch keine Spuren. Man muss halt nur darauf aufpassen, dass man hier in der Mitte nicht noch irgendwas hat, wie zum Beispiel ein Fahrradcomputer, eine Lampe oder sonst irgendetwas. Solltet ihr einen besonders breiten Vorbau haben, ist es aber auch kein Problem, hier diese Schellen nochmal in der Breite zu verstellen, um auch im Grunde jeden möglichen Vorbau hier nutzen zu können. Also Kids Ride Shotgun sagt, dass dieses Set für Mountainbikes gedacht wurde. Und wenn man sich das so von der Seite anguckt, dann sieht man auch ziemlich gut warum. Denn diese Fußrasten hier, das ist jetzt eingestellt für meine knapp 2,5-jährige Tochter. Da ist schon bei einem Mountainbike noch gut Platz zum Vorderrad. Aber wenn man zum Beispiel an ein Gravelbike denkt oder wenn man an eine sehr kleine Rahmengröße denkt, dann könnte das schon sein, dass diese Fußleiste hier gegen das Vorderrad kommt oder es zumindest sehr nah dran ist. Und das ist natürlich nichts, was man irgendwie haben möchte, sondern da sollte natürlich auch im eingefederten Zustand noch genug Platz sein. Ich denke mal, bei größeren Rahmengrößen, so wie bei mir zum Beispiel bei meinem Gravelbike, wird es auch funktionieren, einfach weil der Abstand hier hinten groß genug ist. Aber bei kleineren Rahmengrößen müsst ihr wirklich aufpassen, selbst bei einem Mountainbike. Und jetzt zeigt euch Mountainbike Tillmann einmal, wie man damit fährt. Oh, Kühe. Jo. Ich liebe Kühe. Oh, ich liebe Kühe auch. Ja, ich liebe nicht Kühe. Du liebst nur weil die stinken? Ja. Aber das sind tolle Tiere. Ja, vielen Dank, Präsentations-Tillmann. Wir sind jetzt ein bisschen weitergekommen und ich muss sagen, es ist sehr, sehr angenehm, die Kleine hier zwischen den Armen zu haben. Sie ist jetzt knapp 2,5 Jahre alt, also so ziemlich genau am Anfang der Nutzungsphase eines solchen Sitzes. Aber es funktioniert echt gut. Wenn man jetzt hier auch so von der Seite guckt, dann kann man erkennen, jetzt mit meiner Größe ist das kein Problem. Ich denke mal, dass kleinere Leute unter Umständen nicht so leicht über die Köpfe ihrer Kinder gucken könnten. Das kommt aber natürlich ganz stark auf die gesamte Geometrie des Rahmens an. Wenn ihr einen Rahmen mit mehr Sloping habt, dann kann es sein, dass die Kinder halt eine ganze Ecke tiefer sitzen und ihr dann auch mit einer eventuell aufrechteren Sitzposition einfach über die Köpfe eurer Kinder rüber gucken könnt. Beim Treten muss ich natürlich immer darauf achten, dass meine Knie so links und rechts am Popo des Kindes vorbeigehen. Dass man da nicht die ganze Zeit den Popo trifft. Aber das ist nicht unangenehm und das ist nicht unbedingt eine unnatürliche Sitzposition. Man muss sich aber eventuell ein bisschen dran gewöhnen. Was halt der Fall ist, meine Tochter hat gerade gesagt, dass hier etwas kalt ist. Hier vorne ist halt kein Schild oder irgendwas. Das heißt, das Kind bekommt Regen, Staub etc. alles voll ab. Das muss man natürlich wissen, wenn man unterwegs ist. Dementsprechend die Kinder natürlich anziehen. So, hier müssen wir rein. Oh. Von der Manövrierbarkeit ist es so, und das ist das Gute an diesem System, dass das Kind sich eben mit dem Lenker mitbewegen kann. Es macht die gleichen Lenkbewegungen wie ich auch, lernt dadurch etwas mehr Fahrradkontrolle. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind und was für Terrain man natürlich in der Gegend hat, kann man auch schon richtig coole Sachen machen. Das Einzige ist halt, sie müssen sich selber festhalten, das ist ganz wichtig. Aber selbst wenn irgendwas schief gehen sollte, hat man das Kind natürlich ganz schnell im Arm. Was ich auch echt gut finde, in solchen Service-Situationen wie jetzt kann man einfach so ein bisschen auf dem Rad sitzen bleiben. Bei einem Anhänger muss man immer komplett absteigen, um die Kinder zu versorgen. Jetzt bleibt man einfach sitzen, hält das Rad einfach gerade. Kann es weitergehen? Ich glaube, da ist ein Weg, oder? Ist da ein Weg? Ja, Papa, Vorsicht. Ja, genau. Papa, Vorsicht. Hey, da war der Weg. Ja, ich bin nicht alt. Das war zu doll? Genau, also je nachdem, wie alt euer Kind natürlich ist, müsst ihr euren Shred-Modus so ein bisschen anpassen. Was man halt wissen muss, das ist halt kein Sitz, wo sich die Kinder zurücklehnen können, wo sie irgendwie einschlafen können oder wo sie festgeschnallt sind. Hier gibt es keinen Gurt, denn ein Gurt wäre bei einem solchen Sitz eventuell auch kontraproduktiv. Auf jeden Fall muss das Kind halt immer aufmerksam sein, wenn ihr mit so einem Kids Ride Shotgun Sitz unterwegs seid. Ich habe diesen Sitz aber nicht nur an diesem Rad verwendet, sondern auch an meinem 1993er GT, das ich umgebaut habe. Und auch da hat das Kind richtig gut drauf gesessen. Da war halt der Vorteil, dass ich das auch im Alltag verwenden konnte, mit Schutzblechen und allem. Jetzt ist noch die Frage, ist das das richtige Zubehör für den Alltag mit Kind auf dem Fahrrad? Und da würde ich sagen, definitiv nein. Denn da müssen die Kinder schon ein bisschen größer sein, vielleicht noch ein bisschen aufmerksamer. Aber es ersetzt definitiv kein
richtigen Kindersitz oder Anhänger. Das hier ist wirklich eine Ergänzung zum Sportgerät und in diesem Falle halt in den meisten Fällen fürs Mountainbike. Aber dafür funktioniert das richtig gut und das macht ultra viel Spaß. Aber mehr zum Fazit. Sagt euch jetzt wieder Präsentationsthema an. Ich finde diesen Aufbau ziemlich cool, denn damit kann ich jetzt mit meinen Kindern auch so kleinere Touren machen, ohne einen schweren Anhänger mitschleppen zu müssen, sondern das Kind setzt man einfach vorne drauf und man fährt eine kleine Runde und alle haben Spaß und die Kinder lernen auch noch was dabei, wenn es zum Beispiel um Fahrradkontrolle, um Abschätzen von Situationen etc. geht. Man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, zum Beispiel wenn der Kids Ride Shotgun montiert ist und hier vorne ein Kind drauf sitzt, dann muss man natürlich die Gewichtsverteilung so ein bisschen beachten. Das heißt, hier vorne sollte dann noch ein bisschen mehr Druck auf die Gabel, um den Sag korrekt einzustellen. Und auch den Luftdruck im Reifen müsst ihr eventuell anpassen, je nachdem, wie schwer euer Kind natürlich ist. Aber halt 15 Kilo hier vorne dann nochmal drauf zu haben, das könnte die Fahrcharakteristik nochmal ein bisschen verändern. Und es ist natürlich wichtig, dass ihr ein waches Kind habt. Also das Kind darf hier nicht einschlafen. Wenn es müde wird, dann solltet ihr auf jeden Fall anhalten, weil man ist halt darauf angewiesen, dass es sich festhält und dass es halt wirklich mitmacht. Also so direkt nach dem Kindergarten, wenn sie geschlafen haben, dann kann man damit hervorragende Runde drehen. Direkt vor dem Mittagsschlaf würde ich das allerdings nicht machen. Im Alltag hat es aber auch hervorragend funktioniert. Ich habe damit mehrmals meine Tochter morgens in den Kindergarten gefahren und sie will nach wie vor richtig gerne hier vorne mitfahren, einfach weil das viel mehr Engagement zeigt. Also das Kind muss richtig mitmachen, das möchte lernen, das hat einfach Spaß dabei, das ist einfach gefüllt mit Action und das gefällt mir schon richtig gut. Klar, der Preis ist relativ hoch für dieses Pro-Set. Das normale Set ist etwas günstiger, aber diese Handlebars hier oben, die würde ich definitiv empfehlen, wenn ihr so ein Flatbar habt. Ja, also Kids Ride Shotgun Sitz, das ist eine richtig coole Angelegenheit. Man muss bei den ein oder anderen Punkten so ein bisschen aufpassen, dass die immer fest bleiben und dass man die auch gut und korrekt montiert, aber das ist insgesamt auch überhaupt kein Problem. Ja. Was haltet ihr von solchen Sitzen? Oder würdet ihr lieber sagen, einen richtigen Sitz hier vorne mit einer Rückenlehne, das ist für euch angenehmer? Sagt es doch mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann. Du kannst fliegen? Ja. Wahnsinn. Und Papa auch. Ich kann auch fliegen? Ja. Auf jeden Fall können wir ganz schnell Fahrrad fahren, oder? Ja.